Am 29. Oktober gab BYD bekannt, dass sein brandneuer Fastback-SUV Song L auf den Markt kommen wird und der Vorverkauf direkt beginnt. Das Elektrofahrzeug wird unter anderem Einzel- und Doppelmotorvarianten mit einer Menge Leistung und guter Reichweite bieten. Und das zu einem vergleichsweise geringen Preis. Da BYD ja schon einige Modelle nach Deutschland gebracht hat, ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass der Song L auch zu uns kommt. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Das neue SUV Fastback Song L ist zusammen mit Han, Tang, Atto 3 und dem Rest der Song-Familie Teil der Dynasty-Reihe. BYD scheut sich offenbar nicht, seine Aufstellung so verwirrend wie möglich zu gestalten. Offensichtlich sind auch alle Fahrzeuge der Dynasty-Reihe nach chinesischen Kaisern benannt. BYD strebt an, noch in diesem Jahr 3 Millionen NEVs zu verkaufen, mit einem optimistischen Ziel 3,6 Millionen Einheiten zu erreichen. BYD verkaufte von Januar bis Juli über 1,5 Millionen NEVs und im Juli brach das Unternehmen mit der Auslieferung von 262.161 NEVs einen Rekord. Der BYD Song L verfügt über rahmenlose Fenster, eine geschwärzte A-Säule, versteckte Türgriffe, ein großes Panoramadach und einen herausklappbaren Spoiler am Heck. Zur weiteren Ausstattung gehören die Cell-to-Body-Batterietechnologie von BYD und ein DiSAS-Federungssystem. Optisch ist der Song L weniger ein klassisches SUV, es sieht eher aus wie ein Crossover mit Coupé-Heck. Die Proportionen und die abgedunkelten A-Säulen ähneln denen des Kia EV6, während die Rückansicht vor allem durch die Form der LED-Rückleuchten in voller Breite an das Porsche Cayenne Coupé erinnert. An der Front gibt es einen beleuchteten Kühlergrill und LED-Scheinwerfer ähnlich dem BYD Han, kombiniert mit einem geformten Stoßfänger mit großen Einlässen. Noch sportlicher wirkt das Heck dank der ausgeprägten Schultern, des doppelten Heckspoilers über der stark geneigten Heckscheibe, der vertikalen Auslässe am Stoßfänger und des massiven Diffusors in Carbonoptik. Es gibt auch, wie gerade erwähnt, einen aktiven Heckspoiler, der bei Bedarf automatisch ein- und ausfährt, und spiegelersetzende Kameras, die zur Aerodynamik des Fahrzeugs beitragen. Wie bei allen Elektrofahrzeugen der Dynasty-Serie trägt der Song L kein BYD-Logo auf der Vorderseite, sondern das chinesische Schriftzeichen Song. Auf dem Heck trägt das Auto nicht den traditionellen Build Your Dreams Schriftzug, sondern nur den BYD-Schriftzug, was ja auch allgemein viel besser aussieht. Der Innenraum ist beispielsweise dunkelgrau mit einem Hauch von fluoreszierendem Grün dekoriert und mit Wildleder überzogen. Es gibt eine 10,25 Zoll Voll-LCD-Instrumententafel, einen großen schwebenden zentralen 15,6 Zoll Bedienbildschirm und ein 50 Zoll AR-HUD. Das fahrzeuginterne System basiert auf der neuesten Generation des D-Link-Betriebssystems von BYD sowie dem fortschrittlichen Fahrassistenzsystem D-Pilot, das mehr als 30 Funktionen wie Fahrerermüdungsüberwachung und autonomes Parken unterstützt. Die Mittelkonsole verfügt über 2 Getränkehalter, ein kabelloses 50 Watt Ladepad für Mobiltelefone und einen Kristallschalthebel. Gleichzeitig ist der vordere Teil der Mittelkonsole hohl, um die Staukapazität zu erhöhen. Der BYD Song L ist 4,84 Meter lang, 1,95 Meter breit und 1,56 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,93 Meter. Das Leergewicht beträgt 2385 Kilogramm. Der Song L ist 90 mm länger, 29 mm breiter, 64 mm niedriger und hat einen 40 mm längeren Radstand als das Tesla Model Y. Das Elektrofahrzeug wird mit 19 Zoll und 20 Zoll Rädern erhältlich sein. Angeboten werden 2 Blade-Akkupacks mit 71,8 Kilowattstunden und 87,04 Kilowattstunden Kapazität, die Reichweiten von 550, 602 und 662 Kilometern ermöglichen. Die Einzelmotoroption bietet eine Leistung von 230 kW oder 308 PS, während die AWD-Doppelmotor-Version einen Frontmotor mit 150 kW hinzufügt und somit 380 kW oder 516 PS erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 201 km/h begrenzt.
Der BYD Song L wird in China mit dem Tesla Model Y konkurrieren. Daher kann man erwarten, dass er in China einen verlockenden Preis bekommen wird. Vor allem, da BYD keine Angst vor einem Preiskampf hat. Das Model Y startet in China bei 29.500 €. Der Song L wird in 3 BYD-Werken in Shenzhen, Changsha und Hefei produziert. Der Preis beginnt voraussichtlich bei 34.100 €. Wie in dem Intro schon erwähnt, kommt der BYD Song L sehr wahrscheinlich auch nach Deutschland. Die Preise bei uns, schätze ich mal vorsichtig, könnten bei 48.000 € starten. Ihr könnt mir eure Preisvermutungen unters Video schreiben. Wie gefällt euch der BYD Song L? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!